Was hat uns der Postbote gebracht? Der neue Popfender ist da. Der große Bruder von unserem kleinen, den wir ja schon im Einsatz haben, an unserem Schlauchboot. Und jetzt ist endlich auch der große Fender da, den wir an unserer Brom 41 nutzen können. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir schauen uns den jetzt mal zusammen mit euch an und vergleichen den mal mit dem normalen Fender. Der neue Popfender ist ca. 70 cm lang, 21 cm dick und den könnt ihr euch selber anschauen auf der Boot 26 in Halle 10. Dort wartet Ramis von Popfender schon auf euch. Wir schauen uns jetzt mal an, was er denn für Vorteile bietet. Dazu habe ich hier mal im Vergleich einen normalen Fender. Den habe ich hier noch im Keller liegen. Und wenn ich den jetzt hier ausfahre, dann sieht man schon, der hat ungefähr die gleiche Größe. Aber wenn ich den einfahre, dann ist er viel kleiner. Den kann man also wunderbar verstauen. Auf dem Deck nimmt er auch nicht so viel Platz weg, wenn man die beim Fahren reinholt. Und wir haben ungefähr 60% Platzeinsparung dabei. Man sieht auch hier, wie der Fender schon Luft nachgelassen hat. Man hat entweder einen eigenen Kompressor zur Hand oder man muss zum Bootshändler und kann den aufpumpen lassen. Allerdings sind oft die Ventile kaputt und dann nutzt das auch gar nichts. Dieser hier braucht keinerlei Luft und deshalb funktioniert der einfach auch wartungsfrei. Der wird in Österreich hergestellt, also keine billige Chinaware, sondern europäische Qualitätsstandards, keine dubiosen Produktionsverfahren, keine stinkenden Kunststoffe. Wenn man das riecht, dann merkt man schon, das riecht ganz neutral. Also da kommt nichts Komisches raus und diffundiert nichts raus. Der zweite Vorteil, auf den ich mich besonders freue, ist, der ist rumpfschonender als dieser hier und vor allen Dingen er quietscht nicht und er knarrt nicht. Weil man hat hier eine ganz andere Oberfläche als hier. Das ist dem Reibungskoeffizienten geschuldet. Der hat also deutlich weniger Reibung. Man kann das hören, indem man hier so über den Kunststoff drüber gleitet. Man hört das Knarren. Und hier hört man nichts, außer ein ganz leichtes Streifen. Der Popfender klebt nicht am Rumpf. Bei unseren schwarzen Fendern, die wir am Boot haben, wenn der Winddruck drauf ist, dann knarren die furchtbar. Dann kann ich kaum schlafen nachts, wenn richtig Sturm ist. Und vor allen Dingen erzeugen die schwarze Flecken auf dem Rumpf. Die kleben richtig am Rumpf und das kriege ich durch Putzen nicht mehr weg. Das muss man wegpolieren. Das fällt auch bei dem Popfender komplett weg. Da passiert gar nichts. Sie sind also viel rumpfschonender. Eine weitere Frage, die ich immer gestellt bekomme, ist, schwimmt dieser Popfender denn überhaupt? Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren und dazu gehen wir zu unser Fotostudio im Badezimmer. So, jetzt machen wir den ersten Praxistest. Wir zeigen jetzt erstmal, dass auch der Popfender schwimmen kann. Und der hat eine Dichte von 0,95. Wasser hat ja 1, also sollte er schwimmen. Der saugt sich natürlich voll Wasser. Aber am Ende, wir können ihn jetzt auch ausziehen, schwimmt der Fender. Wir lassen mal komplett die Luft raus. Und der bleibt an der Wasseroberfläche. Der ist natürlich jetzt innen voll Wasser. Und wenn ich den jetzt also aufstelle, die Badewanne ist natürlich nicht tief genug. Aber jetzt schwimmt er auch im Wasser, auch senkrecht. Ich kann ihn natürlich aufziehen. Bei dem großen kann man das jetzt schlecht bei der Wassertiefe zeigen. Ich habe jetzt nochmal den kleinen zur Hilfe genommen, da lässt sich das besser demonstrieren. Den füllen wir auch noch mit Wasser. Hier kann man das sehr gut zeigen, wie der also auch im Stehen schwimmt. Das heißt, der schützt jetzt hier in dem Fall auch das Boot unterhalb der Wasseroberfläche. Und das machen andere Fender nicht, die schwimmen hier einfach oben drauf. Und der Nachteil ist natürlich, wenn ich den Fender durchs Wasser schleifen lasse, dann hat er natürlich einen extrem hohen Widerstand, während der andere Fender einfach auf dem Wasser gleitet. Also man sollte die Fender natürlich rausnehmen, da muss man drauf achten. Ja, das war's mal zur Demo. Also niemand muss Angst haben, dass die Fender abhanden kommen. Es sei denn, die reißen ab, aber dann kann man die immer noch wiederholen, die sinken nicht unter.
Man sollte natürlich dran denken, wenn man die Fender rausholt, die sind voller Wasser und entsprechend schwer. Und das Wasser muss erstmal ablaufen. Wer nicht umsteigen möchte und sagt, ich komme mit meinen alten Fendern super zurecht, das brauche ich alles nicht, der kann sich überlegen, doch vielleicht 1 oder 2 Popfender in der Backskiste zu haben für besondere Fälle. Denn dadurch, dass der ja, wie wir gesehen haben, auch untergeht und knapp unter der Oberfläche schwimmt, schützt er natürlich auch den Rumpf unterhalb des Wasserspiegels. In besonderen Fällen, wie zum Beispiel in der Prinz-Margrethe-Schleuse bei Lemmer, nutzen wir dazu die kleinen Fender jetzt schon. Und da kommen die großen Fender natürlich jetzt viel besser zum Einsatz, weil wir die gleich einfach ablassen können. Dann brauchen wir gar nicht mehr uns vorbereiten. Ihr könnt die Popfender vorbestellen, direkt auf der Popfender-Seite, oder ihr schaut euch die auf der Messe an. Wenn ihr die bestellt, dann sind die Ende April da, fast pünktlich zur neuen Saison. Und noch ein Vorteil, den ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, den kann man auch in die Spülmaschine geben zum Reinigen. Den muss man gar nicht so putzen. Den stellt man einfach in die Spülmaschine und schon wird er sauber. Auch von innen dann natürlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Dann verpasst ihr auch nichts. Oder wenn ihr unseren YouTube-Kanal unterstützen wollt, dann könnt ihr auch Kanalmitglied werden mit einigen Vorteilen. Wir würden uns freuen. Bis bald.